Mit dem Erwerb von Groß-Sedlitz durch August Christoph Graf von Wackerbarth begann zugleich die Geschichte der bedeutendsten Gartenschöpfung Sachsens. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich den Barockgarten Groß-Sedlitz. 1719 erbaute Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth das Friedrichsschlösschen und den barocken Garten. Später verkaufte er das Anwesen an August den Starken. Gern möchte ich euch jetzt die wunderschöne Parkanlage etwas genauer vorstellen. Geboren 1662 war Wackerbarth mit 20 Jahren 1685 als Page an den Dresdner Hof gekommen. Hier vermochte er bald die Aufmerksamkeit Kurfürst Johann Georgs zu erwecken. Kurz nach dem Regierungsantritt Augusts des Starken 1694 stieg er mit 32 Jahren in höchste Ämter auf und gelangte damit zu großem Einfluss. So wurde er bereits 1697 Generalintendant des Bauwesens in Sachsen und Polen, dem 1705 die Erhebung in den Reichsgrafenstand durch Kaiser Joseph I. und 1710 die Ernennung zum königlich-sächsischen Kabinettsminister folgten. 1718 als Gouverneur von Dresden eingesetzt, erhielt er nahezu völlige Unabhängigkeit in seinen Entscheidungen. Mit dem Kauf des Geländes im Jahr 1719 gedachte sich der Graf einen Ruhesitz zu schaffen, den er von Dresden aus in 2 Stunden sowohl zu Wasser als zu Lande erreichen konnte. Neben einem abgebrannten Herrenhaus gehörten Scheunen, Ställe, Teiche, Lust-, Baum- und Krautgarten, Wälder sowie die Dörfer Groß- und Klein-Sedlitz zu dem Besitz. Noch 1719 erhielt das Oberbauamt vom Grafen den Auftrag für eine Generalplanung, deren Ausarbeitung wahrscheinlich dem jungen Johann Christoph Knöfel übertragen wurde. Graf Wackerbarth ließ 1719 und 20 ein Schloss am Ende der Zufahrtsallee durch das Dorf Groß-Sedlitz errichten. Die 3-flügelige Schlossanlage öffnete sich zum Garten hin. Mit umfangreichen Erdarbeiten wurde das Gelände gestaltet. Es entstanden Stützmauern, Terrassen und Kaskaden. Der Schwerpunkt der anfallenden Bautätigkeiten bestand zunächst im Terrassieren des abschüssigen Geländes. Mussten doch große Teile des Erdreiches abgetragen und hinter den neuen Stützmauern wieder aufgeschüttet werden. Arbeiten in solchem Umfang überstiegen jedoch das Leistungsvermögen der zu Frondiensten herangezogenen gräflichen Untertanen. Wackerbarth setzte deshalb für sein privates Bauvorhaben zusätzlich Soldaten der ihm unterstellten Garnisonen ein. Diese Tatsache erklärt auch den sprunghaften Anstieg von Geburten unehelicher Soldatenkinder in Groß-Sedlitz seit 1720. Außerdem entstand seit 1721 ein langgestrecktes Gewächshaus, das sich an die Stützmauer des im nordöstlichen Teil der Anlage gelegenen Küchengartens lehnte. Seinen Standort nahm später die untere Orangerie ein. Mitte 1720 folgte dann der Baubeginn der oberen Orangerie. Damals hatte sich das im 16. Jahrhundert beginnende Sammeln fremdländischer Gewächse im nördlichen Europa zur fürstlichen Leidenschaft ausgeweitet. Daher musste auch eine der Gartenkunst gegenüber aufgeschlossene Persönlichkeit wie Wackerbarth jener Zeitmode besonderes Interesse entgegenbringen. Die obere Orangerie wurde als reiner Zweckbau zur winterlichen Aufnahme von Orangenbäumchen konzipiert. Das Giebelfeld zeigt das Wappen Wackerbarths.
Durch die Höhenlage des Gartens war es schwierig, die Fontänen und Kaskaden mit Wasser zu versorgen. Zu diesem Zweck wurde ab 1724 an der Anlage von der fließenden Müglitz her eine Wasserkunst gebaut, mit der das Wasser 60 Meter gehoben und weiter in ein Reservoir hinter der oberen Orangerie gepumpt werden konnte. Von hier aus sorgte ein verzweigtes Leitungsnetz für die Speisung der Fontänen und Kaskaden. Eine Ansicht von 1723 von Johann Alexander Thiele zeigt uns, dass östlich des Schlosses bereits die obere Orangerie und davor die Terrasse und ein Wasserbecken stand. Weiter östlich erkennen wir eine große Freitreppe und ein kleines Gebäude, der Vorläufer der unteren Orangerie. Nach Jahren der Vernachlässigung wurde das Schloss 1871 abgerissen und nur der Seitenflügel entstand 1872 bis 1874 neu. Das heutige Friedrichsschlösschen mit Café und Restaurant. Die hier in der oberen Orangerie aufgestellten Skulpturen sind originale Bildwerke des Barockgarten Großsedlitz. Gefertigt wurden sie im frühen 18. Jahrhundert. Sie standen einst im Garten, um bildsprachlich die barocken Gartenräume mit ihren Geschichten zu inszenieren. Aus Stein geschaffen meint man, sie könnten spurlos Jahrhunderte überdauern. Leider hat ihnen der Zahn der Zeit aber deutlich zugesetzt. Um die Originale trotzdem für künftige Generationen zu bewahren, sind sie in den vergangenen Jahrzehnten im Garten durch neue Kopien ersetzt worden. Anders als Kopien sind originale Kunstwerke jedoch wahrhaftige Zeugnisse ihrer Entstehungszeit als auch ihrer eigenen Geschichte. Die Skulptur des Merkurs steht in einer langen Tradition von Nachempfindungen eines griechischen Bronzeoriginals aus dem 4. Jahrhundert. Bekannt wurde das Figurenmotiv in den 1530er Jahren durch die Entdeckung der römischen Marmorkopie des griechischen Originals. Graf Wackerbarth hatte bald erkannt, dass der Umfang des Vorhabens selbst für eine Person seines Ranges die finanziellen Möglichkeiten überschritt. Der mit einem ausgeprägten Geschäftssinn begabte Graf hatte daher bestimmte wirtschaftliche Nutzungen vorgesehen, zu denen eine Spargelzucht im Garten wie auch der Bau einer Branntweinbrennerei zählten. Ebenso scheinen wohl schon zeitig Verkaufsabsichten bestanden zu haben, denn Wackerbarth versuchte immer wieder das Interesse des Königs auf den Garten zu lenken. 1723 erwarb schließlich August der Starke für 100.000 Taler den gesamten Besitz. Unter den Bestimmungen des Kaufvertrages vom 30. Januar 1723 hat besonders die Forderung des Königs nach Geheimhaltung der Erwerbung Anlass zu mancherlei Vermutungen gegeben. Indes ist anzunehmen, dass man wohl dadurch einer Verärgerung der Stände wegen der angestrengten Finanzlage des Landes zu begegnen suchte. Doch dürften ebenso die damals unsicheren politischen Verhältnisse in Polen eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls trat Wackerbarth nach außen weiterhin als Eigentümer auf und musste auch sämtliche Arbeiten auf seinen Namen ausführen lassen.
Die Anweisungen dafür erhielt er allerdings vom König, so dass der Garten zur offiziellen Übergabe Ende 1726 eine relativ abgerundete Erscheinung zeigte. August der Starke, seit 1694 Kurfürst von Sachsen und seit 1697 als August II. Polnischer König, hatte aufgrund seiner weitgreifenden politischen Ziele und der wirtschaftlichen Stärke des Landes eines der umfangreichsten Schlossbauprogramme innerhalb Deutschlands begonnen. Hier entstanden mit Pillnitz, Moritzburg und Großsedlitz 3 königliche Schlossanlagen, die bestimmte Funktionen innerhalb der höfischen Festprogramme erfüllen sollten. Diente Pillnitz dem Spiel und der Unterhaltung, so war das im wildreichen Wald gelegene Moritzburg der Jagd gewidmet, während man Großsedlitz zum Ordensschloss für die Stiftungsfeste des polnischen Weißen Adlerordens erkor, die bis 1756 mindestens 13 Mal stattfanden. Den Orden stiftete August der Starke am 1. November 1705 auf der Grundlage des älteren 1325 gegründeten polnischen Ordens, auch um die polnisch-litauischen und sächsischen Adligen auszuzeichnen, zu motivieren und zu verbinden. Denn er fühlte sich den großen Monarchien Europas ebenbürtig, die ebenfalls Orden verliehen, wie den englischen Hosenbandorden seit 1348 oder den preußischen Schwarzen Adlerorden seit 1701. Das Motto für die Ordensträger war für Treue, Gesetz und König. Die Devise des Königs als Großmeister des Ordens lautete für Treue, Gesetz und Volk. Das Kleinod des polnischen Weißen Adlerordens war auch Teil der kostbaren Juwelengarnituren Augusts des Starken. Noch heute befinden sich 4 Exemplare des Ordens im grünen Gewölbe der ehemaligen Schatzkammer des Königs. Auch in Polen entstanden von 1697 bis 1763 Schlösser und Gärten. Darüber hinaus nutzte August der Starke bereits bestehende Paläste für seine Aufenthalte in der polnischen Hauptstadt. Neben dem Königsschloss in Warschau residierte August der Starke im Sächsischen Palais oder im Sommerschloss, das sein Vorgänger auf dem polnischen Thron erbauen ließ. Während das Sächsische Palais 1944 nach dem Warschauer Aufstand durch die deutsche Wehrmacht zerstört wurde, finden sich im Sommerpalais noch Spuren der beiden sächsischen Herrscher auf dem polnischen Thron. Am 20. Dezember 1726 erfolgte die offizielle Übergabe des Parks an August den Starken. Ein wohl Anfang 1727 entstandener Generalplan deutete nun auf die Einflussnahme eines seit 1718 im Oberbauamt tätigen Franzosen Zacharias Longluen hin. Zur Erlangung von Entwürfen für das Schloss hatte der König zwischen den Architekten Knöfel, Longluen und Pöppelmann einen Wettbewerb veranstaltet, dessen Aufgabenstellung in 3 Vorgabeentwürfen niedergelegt war. Darüber hinaus hatte Longluen für das geplante Schloss bis Mai 1727 zahlreiche Varianten entworfen. Von den beiden oberen Terrassen führten 3 monumental angelegte Freitreppen zum Wasser- und unteren Orangerieparterre hinab. Das in der östlichen Parkecke angeordnete untere Orangerieparterre bildete den Festsaal des Gartens. Hier fanden als Höhepunkt der Ordensfeste die Preisschießen statt. Die Doppelfunktion der Anlage erforderte eine Schießbahn. Zudem mussten wegen der parallelen Nutzung als Orangerie entsprechende Möglichkeiten zum Aufstellen von Orangenbäumchen vorhanden sein. Dabei liegt in der unteren Ebene die Schießbahn mit der in der Rückwand eingefügten stillen Musik als Kugelfang.
Den nördlichen Anschluss des Parterres bildet die anstelle des Wackerbarthschen Gewächshauses errichtete untere Orangerie. Wohl vor August 1727 fertiggestellt, blieb sie das einzige unter August dem Starken im Garten realisierte Gebäude. Die für die sächsische Barockarchitektur ungewöhnliche Kleinteiligkeit der Fassade weist die Handschrift von Longlün aus. Doch das Bauwerk erfuhr im 19. Jahrhundert eine völlige Umgestaltung. Nach Entwürfen Pöppelmanns scheint jene eigenwillige Treppenanlage entstanden zu sein. Hier umgreifen zwei geschwungene Stufenläufe ein Bassin, das mit seinen 3 Fontänen zum Zielpunkt für die darauf ausgerichteten beiden Kanäle zu Seiten der Schießbahn wird. Das elegante Formenspiel der Treppenkurvungen steigern trollige Putten, die als Balustradenschmuck dienen und teilweise auf Hörnern, Panpfeifen und Seemuscheln blasen, was später der Anlage den Namen Stille Musik gab. Die oberhalb der Treppe folgenden Zugänge werden durch qualitätsvolle Statuen betont. Außer dem Götterpaar Jupiter und Juno am mittleren Zugang sieht man Allegorien der 4 Jahreszeiten. Der Winter erscheint als fröstelnder Greis, der Frühling als liebliche Frauengestalt mit Blumenkranz, der Sommer als kecke Schnitterin mit Sichel und Ehrengabe, der Herbst als Bacchus, der eine Weintraube zum Munde führt. Wie aus dem Briefwechsel zwischen Wackerbarth und August dem Starken hervorgeht, hatte Anfang Januar 1727 die Planung des Wasserparterres noch keine endgültige Form gefunden. Flankiert von 2 Freitreppen sollte ein großes Bassin anstelle der alten Teiche treten. Das Bassin gliedert sich in 3 stufenförmig versetzte Becken, dessen oberstes von der hohen Stützmauer der Orangerieterrasse begrenzt wird. Die beiden Wasserstufen sind mit flachen Schalen besetzt, was zur Bezeichnung Eisbassin führte. Nach überlieferten Plänen sollten hier repräsentative Wasserspiele samt einer Figurengruppe Triumph des Neptun als Krönung entstehen. Infolge ungenügender Abdichtung musste schon Ende des 18. Jahrhunderts das Becken trockengelegt werden. Später bepflanzte man es mit Rasen. Die Einmündungen zur Waldkaskade betonen 8 Doppelstatuen auf Postamenten. In ihnen vereinen sich entsprechend dem Zeitgeschmack Darstellungen aus der antiken Mythologie, wie sie vom römischen Dichter Ovid mit seinen Metamorphosen überliefert wurden. Der Tod August des Starken im Jahre 1733 bewirkte im Kunstleben Dresdens eine Zäsur. Weniger vom künstlerisch produktiven Element seines Vaters geprägt, vertrat der Nachfolger Kurfürst Friedrich August II. Seit 1734 als König von Polen August III. Mehr den Typ eines Kunstliebhabers und leidenschaftlichen Sammlers. Während er den Schlössern Pillnitz und Moritzburg weniger Interesse entgegenbrachte, wurde Groß-Sedlitz ab 1740 wieder zum Ort der Ordensfeste des polnischen Weißen Adlerordens. In ihrem Ablauf unterschieden sie sich wohl kaum von dem des Jahres 1727, wobei wiederum das Preisschießen der Ordensritter als Höhepunkt galt. Dort schmückten prächtige türkische Zelte einen der 2 Rasenspiegel. Zudem standen im Parterre sowie vor der unteren Orangerie Sitzgelegenheiten für die zahlreichen Zuschauer bereit.
Als Zielscheiben dienten bemalte Tafeln, die vor der Rückwand des Bassins der stillen Musik zur Aufstellung kamen. Unter den Schießpreisen nennen die Gewinnlisten neben Medaillen unterschiedlichen Wertes oder kostbaren, mit Wein gefüllten Gläsern auch eigenartige Präsente. Den Berichten der Hofkalender zufolge sind auch die nicht eingeladenen Dresdner Damen und Kavaliere, sofern sie Hofkleidung trugen, als Zuschauer willkommen gewesen, was offenbar ausgiebig genutzt wurde. Schwere Schäden erlitt der Garten während des Zweiten Schlesischen Krieges, als nach der Schlacht von Kesselsdorf im Dezember 1745 die den Preußen unterlegenen Österreicher und Sachsen dort kampierten. Die Truppen bekamen weder Holz noch Brot und mussten unter freiem Himmel liegend Frost und Hunger leiden, welches Plünderung und Exzesse veranlassten, besagt ein zeitgenössischer Bericht. Im Garten wurden Bäume zu Brennholz für die Lagerfeuer benutzt. Trotz der Schäden unterblieben danach größere Wiederherstellungsarbeiten. Noch schlimmeres Unheil brachte der Siebenjährige Krieg. Am Abend des 3. August 1756 hatten Fanfarenstöße zum letzten Mal den Abschluss eines Ordensschießens im Großsedlitzer Garten verkündet. Wenig später, am 29. August, fielen preußische Truppen unter Friedrich II. In Sachsen ein. Nun folgten bis um den 20. September fruchtlose Verhandlungen mit dem auf den Königstein geflüchteten Kurfürsten Friedrich August II. Über die weiteren Geschicke Sachsens. Beim Friedensschluss 1763 lag der Garten verwüstet. Nicht allein fast sämtliche Bleiwasserrohre hatten die Preußen ausgegraben, um daraus Gewehrkugeln zu gießen, auch die Statuen zeigten erhebliche Beschädigungen. Außerdem klafften zahlreiche Lücken infolge gefällter Bäume. Seit der Jahrhundertwende war in Großsedlitz wieder Ruhe eingekehrt. Nur selten besuchten Mitglieder der königlichen Familie den Garten, während der Hofgärtner, wie in früheren Zeiten, für die königliche Tafel viele Gartenfrüchte und treffliches Obst zog. Nach dem Untergang des Deutschen Kaiserreiches im November 1918 und der Thronverzicht von König Friedrich August gestattete die schwierige Wirtschaftslage kaum Erhaltungsarbeiten. Im strengen Winter 1928/29 erfroren aufgrund eines Heizungsausfalls sämtliche Orangen- und Zitrusbäumchen. Nach Kriegsende 1945 zeigte sich die Anlage hochgradig verwildert, zumal nun ihre Rasenflächen dem Anbau von Gemüse zur Versorgung der Bevölkerung dienten. Seit 1952 erfolgten Wiederherstellungsarbeiten unter Mitwirkung des damaligen Instituts für Denkmalpflege der Arbeitsstelle Dresden. Nach der Wende ging der Barockgarten Großsedlitz als Eigentum an den am 3. Oktober 1990 neu gegründeten Freistaat Sachsen über. Am 1. Juli 1993 kam es zur Übernahme des Parks als staatlicher Schlossbetrieb durch die Sächsische Schlösserverwaltung, heute die Stiftung Schlösserland Sachsen. Somit konnte ein komplexes Rekonstruktions- und Pflegeprogramm eingeleitet werden. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viele spannende Eindrücke vom Barockgarten Großsedlitz erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!